Hallo und sonnige Grüße aus Laos. Seit mittlerweile einer Woche befindet sich Laos in einem harten und strengen Lockdown. Und da ergeben sich natürlich jeden Tag neue Geschichten, neue Ereignisse. Und was diese Woche so passiert ist, das erzähle ich euch in diesem Video. Also bleibt dran! Vorab, alle Informationen, die ich hier präsentiere, basieren auf der Laotian Times. Das ist hier so die größte Tageszeitung und meines Erachtens auch so die seriöseste Quelle, um Informationen zu diesem Thema zu bekommen. Ja, wo steht Laos nun so rein fallzahlenmäßig? Und zwar kam jetzt vor einer Stunde die neue Meldung rein mit den aktuellen Zahlen. Und zwar wurden heute 64 neue Fälle gemeldet und somit beläuft sich die Gesamtzahl der Corona-Fälle in Laos auf 821. Nach wie vor der größte Teil der Fälle befindet sich in Vientiane, in der Hauptstadt. Und in fast allen Provinzen wurden mittlerweile auch Fälle identifiziert. Es gibt lediglich 3 Provinzen, in denen bislang keine Fälle identifiziert wurden. Das sind Attapeu, Sai Sombun und Hua Phan. Ja, also das gesamte Land ist mittlerweile im Lockdown. Vor einer Woche waren es ja noch 7 Provinzen. Mittlerweile sind es alle Provinzen, auch die Provinzen, in denen halt bislang keine Fälle identifiziert wurden, halt aus reiner Vorsichtsmaßnahme. Des Weiteren habe ich gelesen, und das finde ich ganz interessant und ich finde, das ist auch eine sehr positive Entwicklung, dass so Sportstadien und Fitnesscenter einfach als Notfallcenter eingerichtet werden. Und des Weiteren habe ich in der Laotian Times auch gelesen, dass die Regierung offensichtlich schon letztes Jahr damit begonnen hat, wann genau wurde jetzt nicht gesagt, zusätzliches Personal zu schulen und zu trainieren, um halt auf diesen Ernstfall vorzubereiten. Also dafür wurden zum Teil Ärzte und Pflegekräften aus dem Ruhestand zurückgeholt, einfach um da zusätzlich zu unterstützen. Es wurden viele Maßnahmen hier ergriffen, also ja, zum einen der harte Lockdown, des Weiteren Ausgangssperre nach 22 Uhr, natürlich die Face Mask, überall sind Hand Sanitizer bei den Geschäften. Es wird auch die Temperatur gemessen, wenn man in Geschäfte reingeht. Und mittlerweile gibt es auch eigentlich an nahezu allen Village- oder Stadtteilgrenzen so Road Barriers, also so Checkpoints, wo dann kontrolliert wird, ob man dann irgendwie qualifiziert ist, rein und raus zu kommen. Man hat das ja auch in meinem gestrigen Video gesehen. Ich bin da ja auch bislang immer relativ easy durchgekommen. Aber mittlerweile hat sich auch das ein bisschen verschärft. Das neueste Ding, zumindest in meinem Village, ich weiß nicht, wie das in anderen Villages gehandhabt wird, gibt es jetzt auch so eine Art Passierschein. So sieht das Ganze dann aus. Dafür musste ich zum Village Chief. Und der hat das dann ausgefüllt. Darin steht letztendlich mein Name, mein Alter, meine Occupation, also mein Beruf und ja, in welchem Bereich ich mich letztendlich bewegen darf. Also laut diesem Passierschein darf ich raus aus meinem Village, ich darf ins Zentrum, um da zum Markt zu gehen oder zur Bank. Ich darf auch Richtung Immigration. Ich wurde nie nach einem Ausweis gefragt, dass sie gucken konnten, ob die Daten stimmen. Die Sinnhaftigkeit dessen ist mir auch nicht ganz bewusst. Ich würde es gerne verstehen, muss ich ehrlich sagen. Ich nehme an, dass es nur so eine zusätzliche Abschreckungsmaßnahme ist. Einfach nur um sicherzustellen, dass die Leute wirklich zu Hause bleiben und ja, all den anderen Bestimmungen, den ganzen anderen Restriktionen einfach folgen. Aber das ist nur eine Mutmaßung, ich weiß es nicht. Ja, jedenfalls jetzt jedes Mal, wenn ich aus meinem Village rein und raus gehe, habe ich halt das Ding dabei. Ich meine, das kommt ja auch nicht oft vor, die 2-3 Mal die Woche, wo ich zum Markt gehe. Jetzt, das ist ja sehr überschaubar. Und jetzt, wo ich den Passierschein habe, fragt auch keiner mehr danach. Also jetzt wissen sie, dass ich einen habe und jetzt kann ich auch wieder rein und raus gehen. Also ja, interessantes Konzept. Wie gesagt, was genau sich dahinter verbirgt, was die Idee ist, ist mir nicht zu 100% klar. Aber
wenn es funktioniert, dass die Leute zu Hause bleiben und was auch immer, dann, ich nehme an, der Zweck heiligt alle Mittel. Eine weitere spannende Geschichte, die ich verfolge, und das hatte ich ja auch schon in den vorherigen Videos erwähnt, ist, dass eine laotische Staatsbürgerin ja hier als Superspreader identifiziert wurde. Und die wurde jetzt nach Laos zurückgeführt, nachdem sie ja in Thailand wegen des illegalen Grenzübertritts wurde sie festgenommen und war dann da jetzt in Quarantäne. Und die wurde jetzt, wie gesagt, zurückgeführt nach Laos. Und da heißt es in den Nachrichten, also hier in der Laotian Times, Lao officials will now begin an investigation into Miss whose actions violated the immigration laws of the Lao PDR, as well as regulations on the prevention and control of communicable diseases and other relevant laws. It is expected that prosecution will begin soon after the investigation is complete. Also ich verfolge diese Geschichte relativ gespannt, muss ich ehrlich sagen, denn ich bin einfach interessiert, wie das Land mit so einem Fall umgeht. Was ich übrigens auch interessant finde, dass in der Zeitung wird der Name dieser Dame kommuniziert und es ist sogar ein Foto von ihr da drin, in dem sie ganz klar erkennbar ist. Hier ist das offensichtlich völlig normal, dass die Leute halt wirklich öffentlich gemacht werden. Ich lasse das jetzt einfach mal so wertungsfrei da stehen. Könnt ihr euch gerne selbst euer Urteil drüber fällen. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Das ist die Geschichte dazu. Also, wenn es dazu was Neues gibt, dann lasse ich es euch gerne mal wissen. Gibt es sonst noch was Neues? Oh ja! Hier, von gestern. So eine Schlagzeile. Good news, electricity bills will be a bit cheaper for the next few months. Klingt ja erstmal gut, dass die Stromrechnung ein bisschen reduziert wird über die nächsten Monate. Ich glaube, es war die Rede der nächsten 3 Monate. Denn die Leute müssen ja zu Hause bleiben, sind in Kurzarbeit, wenn überhaupt, haben ein geringeres Einkommen. Und die Sache ist, wir reden hier von einem Discount von 3%. Ja, also ich sag mal so, meine letzte Stromrechnung waren hier um die 100.000 Kip. 3% sind ja 3.000 Kip. Für 3.000 Kip, was kann ich denn da kaufen? Naja, vielleicht so 300 Gramm Gemüse. Also was sind das? 5, 6 Tomaten? Ja, ist natürlich, ich denke, das ist natürlich eine gut gemeinte Geste. Aber ist natürlich ein bisschen dünn, ne? Also, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Die Kommentare dazu, hier jetzt auf Facebook beispielsweise, ja, fallen ähnlich aus. Da steht dann sowas drin, 3% Discount, is that a joke? Don't spend your 3000 Kip Discount all at once. Geht alles so in diese Richtung. Ja, ich denke, das war's dann auch erstmal. So ist die Lage. Was heißt das für mich persönlich? Ich verbringe viel Zeit zu Hause. Gehe 2, 3 Mal die Woche raus, einfach nur um essentielle Besorgung zu machen. Setze Maske auf, wasche mir die Hände und ja, mache das gleiche wie auch im vergangenen Jahr. Ich sitze die Sache aus und hoffe, dass es dann auch irgendwann mal vorbei ist. Nicht nur hier, sondern einfach überall. Das wäre ja wünschenswert. Also in dem Sinne, bleibt gesund, bleibt sicher, lasst es euch gut gehen und bis bald.